Hier gibt es einfach Haie direkt unter mir, oder wie? Ja. Boah, hier war gerade so ein fettes Ding. Go, Fabi! Schreib immer weiter ab. Nein. Warte, mach auf, Leute. Mach auf. Das Meer zu überqueren mit einer Glaskugel, aka menschlichem Hamsterrad, hört sich ein bisschen verrückt an. Das dachte ich mir auch und genau deswegen ziehen wir es durch. So, der erste Test beginnt hier im Pool. Wir haben extra so eine Pumpe. Wenn wir den ersten Test machen, wie es überhaupt ist, ohne Wellen, ohne gar nichts. Wenn das klappt, dann hat die andere Aktion auch noch Potenzial. Jetzt aber. So, der Ball ist aufgepumpt. Sie kommt jetzt so schnell es geht hier rein, ohne dass die Luft quasi rausgeht. Oh, da kommt richtig viel Luft raus. Wow, okay, ich muss mich echt beeilen. Die Luft! 3, 1 und... Challenge Nummer 1 ist, ich muss irgendwie schaffen zu gehen, also aufzustehen. Alter, ist das schwer! Okay, ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. Okay. Ist das so anstrengend? Mir ist kotzübel von diesem Plastiklufter drin. Leute, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe Angst, aber jetzt geht's aufs offene Meer. Warum zum mache ich das? Es gibt einen Weltrekord von 664 Meter zurückgelegter Strecke in so einer Glaskugel. Das wollen wir natürlich übertreffen, deswegen werden wir 10 Kilometer von Ibiza nach Formentera in genau so einer Glaskugel über das Meer laufen. Soweit der Plan. Weil ich habe gleich ein bisschen Schiss, weil die Wellen sind unfassbar hoch. Leute, damit wir uns nicht schlecht wird, haben wir jetzt hier noch eine Koffeintablette. Aber hast du schon eine Tablette genommen? Ja, ich habe schon 5 genommen. Fabi, bist du dir sicher, dass du es machen willst? Ja. Okay. Digga, die Luft hier drin ist richtig kacke. Zitat von Fabian war, passt schon. Also sein Leben hängt hoffentlich nicht an mir. Also ich habe genau 2 Stunden Zeit, bevor die Fähren den Kanal durchqueren, weil dann wird es sehr, sehr gefährlich. Deswegen 2 Stunden ab jetzt. 3, 2, 1 and go! Oh mein Gott, Leute, ist das weird. Man sieht hier einfach voll ins Wasser rein. Seht ihr das? Oh mein Gott, ist das eklig. Also wenn ich einen Hai oder so sehe, der ist quasi dann direkt unter mir. Ich würde sagen, wir haben nicht viel Zeit, deswegen let's go. Okay, man sieht schon langsam, wie das Ganze beschlägt. Die Luft hier drin ist so freaking schlecht, dass ich mir eine medizinische Maske aufsetze, damit ich hier länger durchhalte. Ich bin jetzt seit ein paar Minuten drin. Hier ist alles voll mit Schweiß. Oh. Alter Leute, das ist so anstrengend. Hätte niemals gedacht, dass es so anstrengend ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass er da gleich in der Kugel krepiert, deswegen. Also ich glaube, Jule und ich, wir überlegen uns gleich kurz was, ob wir da irgendwie einen Joke auf ihn einbauen wollen. Weil wir wissen, dass er es halt unbedingt machen will, aber ich befürchte, dass der das nicht lange durchhält. Oh mein Gott, wenn hier drunter ein Hai kommt, Alter, ich sterbe. Kite ist unser Skipper, das heißt, er leitet hier das Boot, er fährt das Boot und er kennt sich mit den ganzen Gewässern hier aus. Gibt es hier Haie? Aber natürlich. Verarsch mich doch jetzt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich angegriffen werde vom Hai? Also, so hier normalerweise müssen keine kommen, weil es gibt kein Blut im Meer. Dann die Haie riechen und er riecht nach nichts, weil es innen in den Kugel. Alter, was machen die mir einen Schock? Hier gibt es einfach Haie direkt unter mir, oder wie? Ich werde es schaffen, Leute. Ich werde es schaffen. Nächster Run steht bevor. Wir machen das in Intervall. Hey Fabi, du hast drauf. Go, Fabi! Go, Fabi! Ah, hier unter mir ist direkt eine Tonne. Boah, hier war gerade so ein fettes Ding direkt unter meinem Ball. Alter, ist voll gut. Fabi ist gut. Leute, der Wind treibt mich richtig raus. Fabian hat schon, guck mal, von dahin, von der Piratenturm, 500 Meter bis hierher. Leute, der hat schon 500 Meter geschafft. Noch einmal Vollgas in den echt mickrigen Rekord geknackt. Let's go. Ich muss sagen, es sieht ein bisschen aus wie eine Foltermethode. Das was mir am meisten Angst macht, ist, wenn ich hier raus wollen würde, wenn irgendwas passiert, wenn hier ein Loch reinkommt, würde ich quasi ersticken hier drin. Dieser Reißverschluss, den kann man nur von außen öffnen. Aber genau deswegen habe ich natürlich mitgedacht und habe ein Taschenmesser hier dabei. Es darf halt nur nicht irgendwie rausfallen und das Ding aufkloppen, weil dann ist eh vorbei. Versuch den Weltrekord zu knacken jetzt, okay? Okay, wie viel braucht er noch, Fight? Fabi ist schon 10 Meter und er hat geschafft. Noch 10 Meter? Ja. Okay, go Leute, go. Habe ich es geschafft? Also hier den GPS sagt 700 Meter. Haben wir? Den Weltrekord haben wir schon mal geknackt. Wir werden jetzt dir eine Challenge stellen. Jedes Mal, wenn du am Struggeln bist und sagst, du bräuchtest Hilfe, sagen wir eine Wahrheit über dich. Und wenn du nicht willst, dass eine von diesen Wahrheiten ans Licht kommt, dann musst du rennen. Die Idee finde ich nicht so geil. Fabi, wir haben dein Handy und ich kenne deinen Code und wir werden das direkt in der Story veröffentlichen. Also denk gut nach, mein Lieber. Wir haben einige gute Sachen auf Lager. Macht ihr mal weiter euer Ding, ich laufe den Weg. Lass mich doch nicht lynchen. So, also wir laufen den Weg. Ganz normal. Weiter. Oh, wieder umgefallen. Sieht nicht so gut aus. Ich schreibe immer weiter ab. Fuck, Leute. Ich brauche ein bisschen Hilfe, damit ich diesen Kanal überqueren kann. Ich habe noch genau 1 Stunde Zeit, bis hier die Fähren wieder diesen Kanal hier kreuzen.
Fuck Leute, ich glaube, ich muss einen Joker einsetzen. Ihr dürft eine unangenehme Wahrheit von mir veröffentlichen und dafür werde ich 5 Minuten von euch gezogen, dass ich hier diesen Kanal überqueren kann. Ist es ein Deal? Aber natürlich, allerliebster Fabi. Sehr gerne. Das sind doch die Zauberworte, die wir hören wollten. Er hat einfach noch bis in die 2. Klasse hinein so oft in die Hose gemacht, dass er so oft abgeholt wurde. Ihm war das absolut unangenehm. Aber Leute, jetzt wisst ihr es und wir wissen es auch. Leute, niemand weiß das. Leute, ich hatte eine Krankheit, deswegen, das zählt nicht. Aber dafür müsst ihr mich jetzt ziehen. Ihr müsst auch euren Deal einhalten, okay? Sorry Fabi, du darfst noch ein bisschen strampeln, wenn du willst. Weiterlaufen. Shut the f*** up! Das war ein Deal! Okay, chill, lass ihn auf ziehen. geht's, auf geht's. Was für Arschgeigen. Leute, ich werde gezogen! Das ist ja nicht mehr Luxus. Und wir werden diese Blase nicht verlassen, Leute. Das ist der Deal, dass ich die längste zurückgestreckte Strecke in dieser Blase habe. Aber als ich dann meine GoPro wechseln wollte, ging alles komplett schief. Ja, warte, jetzt hier. Nein, Leute. Warte, mach auf, Leute. Mach auf. Eine Aufgabe gehalten. Wir haben dich da. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut geht's dir? Geht so. Ja, Leute, mit solchen Sachen rechnet man halt nicht, ne? Das war nämlich die absolute Gefahr und da sind wir gerade in ein richtig komisches, nicht gutes Zeitfenster reingerutscht. Deswegen war vielleicht auch gut, dass wir kurz hier auf dem Boot waren. Aber wie gesagt, die Mehrheit machen wir trotzdem mit dem Ball. Deswegen würde ich sagen, let's go! Hier daneben sind wir jetzt wieder im Land. Sind die Wellen auf jeden Fall schon wieder viel angenehmer. Deswegen werden wir jetzt weiter laufen! Wie wär's mit einer neuen Wahrheit? Wir haben uns jetzt noch eine kleine Überraschung für Fabi überlegt. Deswegen haben wir jetzt ein Motorboot und das werden wir jetzt mal ins Wasser lassen und ihm mal Hallo sagen damit. Und wir schreiben jetzt hier noch so eine kleine Nachricht für ihn drauf. Mal schauen, ob er es überhaupt lesen kann. Was wollen wir draufschreiben? Folg mir. Das ist aufs Flug gezogen. Okay. Mir. Oh mein Gott, das funktioniert. Okay, jetzt. Oh mein Gott. No way! Soll ich gerade verarschen? Ich bekomme euch! Lass ein Wettrennen machen! Oh, habt ihr das gehört? Okay. Fabi will mit unserem Boot jetzt ein Wettrennen machen und sobald er es catcht, müssen wir ihn nochmal ziehen. Das heißt, seitdem spielst du jetzt gerade ein bisschen umgedreht. Ich würde sagen, let's go. Da war Wasser drauf! Fabi, steig dich mal ein bisschen an, Mensch. Oh, Jul, gib Gas. Ihr seid zu schnell! Oh, Junge, das war richtig knapp. Gib auf! Ich bekomme das Teil nicht, ihr seid zu schnell. Du gibst auf. Können wir das nicht zählen lassen? Ich habe euch immer mit Wasser überschüttet. Ich würde sagen, ich habe euch gefangen. Okay, Fabi, dafür stellen wir dir jetzt das Ultimatum, weil so ganz gefangen war es ja nicht, ne? Ein bisschen Wasser draufspritzen kann ja jeder, aber wir gönnen es dir, deswegen geben wir dir eine weitere Aufgabe. Entweder wir dürfen eine weitere Wahrheit über dich veröffentlichen und ziehen dich dafür, oder es passiert gar nichts. Ihr seid solche Arschgeigen. Sorry. Er ist sauer. Fuck, Leute. Ist so schlecht gerade und schwindelig von dieser Luft. Die zweite Wahrheit über Fabi. Als ich mal in Berlin war und Fabi besucht habe, sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, an einem heißen Sommertag alle Leute mit Wasserpistolen aus dem Auto zu bespritzen. Ja, an der Kreuzung wurden wir angehalten von einem und der hat Fabi volle Kanne auf die Fresse gehauen. Kein Spaß, dabei hat er doch Leute. sogar Zähne verloren, oder nicht? Also ein bisschen was ist abgegangen, aber er hat halt komplett geblutet, ihm war schwindig. Es war wirklich krass. Tatsächlich, Leute, das war dieser Zahn hier vorne. Da ist was abgespült hat, das muss ich dann machen lassen. Richtig unangenehm. So Leute, jetzt werde ich nochmal 5 Minuten gezogen. Und dann ist schon der finale Teil. Wir haben noch so 2 Kilometer vor uns. Alter. Oh Leute, mir wird gerade so, ist so schlecht. Oh, das ganze hin und her, vor allem diese Luft hier drin, deswegen habe ich auch die Maske die ganze Zeit an. Ich habe die Kotztüte bereit. Oh, ist das eklig. Fabian, wir haben eine neue Community-Frage. Warte. Das war jetzt nicht abgemacht, dass ich das schon wieder beantworten muss. Der Phoenix Phoenix_2207 fragt, warst du schon mal auf OnlyFans unterwegs? Nein, Fabi, wir haben dein Handy, wir schauen jetzt mal im Browser. ich war nie auf OnlyFans unterwegs, ich schwöre. Oh Leute, er hat recht, da kommt wirklich nicht. Leute, wenn ihr live dabei sein wollt, wenn wir solche Aktionen machen, schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei, folgt mir da, schaut in die Story, dann seid ihr immer aktiv quasi dabei. Ihr könnt das Video aktiv mitbestimmen. Fuck, Leute, jetzt zieht auch noch ein Gewitter auf. Es wird tatsächlich auch immer windiger, also wird es für ihn auf jeden Fall richtig schwer. Leute, ich brauche Luft. Fabi, deine Luft wird ja langsam knapp, oder? Ja, ich brauche mal Luft, jetzt komm schnell, ich möchte die letzten Meter machen. Fabian, weißt du noch damals, als du dieses eine Musikvideo... Nein, hau! Ey, wir haben keine Unwahrheit ausgemacht, keine unangenehme Wahrheit ausgemacht. Er bekommt Luft, wenn wir diese Wahrheit sagen dürfen. Ihr seid doch solche Arschgeigen, ich möchte es jetzt endlich schaffen. Jetzt gib mir neue Luft. Der liebe Fabian hat damals nämlich eine Musikvideoparodie aufgenommen. Und ganz kurz, wenn du die Aufnahmen jetzt noch hast, dann wirst du genau jetzt einblenden. Der Sommer ist da, der Sommer ist da. Draußen chillen, Longboarden mit Freunden. Leute, da war ich 13. Ich habe mit 13 so eine Kackparodie aufgenommen. Disclaimer, so oder so hätten wir natürlich Fabian Luft gegeben, aber wir wollen ihn natürlich ein bisschen ärgern. Fabi, let's go! Gib nochmal all deine ganze Kraft da rein. Ich bin auf der Zielgeraden. Du hast was geschafft. Let's go, Fabi, Was braucht der Hilfe? Let's go, Fabi, let's go! Let's go, Fabi, let's go!
Im Vollsprint jetzt mal dahin, los! Die letzten Meter. Ich sterbe. Und er schafft es. Ja. Ich hab's geschafft. Ich bin auf dem Strand. Wir haben es geschafft, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video, abonniert den Kanal für mehr solche Challenges. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.